Stellen Sie sich vor, Sie sitzen da. Nach dem Abendessen schauen Sie fern, doch der Drang, auf die Toilette zu gehen, ist so stark, dass Sie sich nicht konzentrieren können. In der Nacht werden Sie zum 4. Mal aus dem Schlaf gerissen. Ihr Harnfluss ist schwach, unterbrochen, und das Gefühl, Ihre Blase nicht vollständig entleeren zu können, ist eine ständige Quelle der Besorgnis. Leider scheint dies ein Problem zu sein, mit dem jeder alternde Mann konfrontiert ist: die gutartige Prostatahyperplasie. Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass diese Symptome nicht nur eine natürliche Folge des Alterns sind, sondern dass Ihr Körper Ihnen damit signalisiert, dass etwas nicht in Ordnung ist? Und was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es möglich ist, diese Symptome durch eine einfache, natürliche Ernährungsumstellung zu lindern und das Risiko für Prostatakrebs erheblich zu senken? Die Wahrheit über die Prostata ist erschütternd. Etwa jeder 8. Mann ist im Laufe seines Lebens dem Risiko ausgesetzt, an Prostatakrebs zu erkranken. Nach Angaben der American Cancer Society werden bis zum Jahr 2024 etwa 299.000 neue Fälle von Prostatakrebs diagnostiziert werden. Das ist eine Epidemie, die ernst genommen werden muss. Was empfiehlt Ihnen Ihr Urologe außer Medikamenten und invasiven Untersuchungen? In der Regel sehr wenig. Das System empfiehlt immer das, was am profitabelsten ist. Die Wissenschaft hat bewiesen, dass die Kontrolle nicht in teuren Medikamenten liegt, sondern in Ihrer eigenen Küche, in Ihrem Obstkorb. Heute werde ich Ihnen 5 wunderbare Früchte vorstellen, die diese systemische Stille durchbrechen und Ihnen helfen, die Gesundheit Ihrer Prostata wiederherzustellen und Ihnen zeigen, wie Sie sie anwenden können. Diese Früchte enthalten natürliche Verbindungen und Antioxidantien, die die Zellen von innen schützen, Entzündungen hemmen und sogar das Tumorwachstum verhindern. Um diese lebensrettenden Informationen nicht zu verpassen, klicken Sie jetzt auf Abonnieren und aktivieren Sie den Klingelton. Wir sind eine Gemeinschaft, die glaubt, dass Gesundheit der größte Gewinn ist. Indem Sie dieses Video teilen, können Sie buchstäblich das Leben eines Angehörigen retten, der an Prostataproblemen leidet und still vor sich hin leidet. Die Prostata ist eine lebenswichtige Drüse, die sich direkt unter Ihrer Blase befindet, etwa so groß wie eine Walnuss ist und dafür zuständig ist, Sperma zu produzieren. BPH, also benigne Prostatahyperplasie, ist zwar ein normaler Prozess, der mit zunehmendem Alter häufiger auftritt, aber das Fortschreiten dieser Erkrankung birgt das Risiko von Entzündungen, Infektionen und Krebs. Die beiden Feinde der Prostata: Entzündung und oxidative Schädigung. Entzündung. Eine Entzündung ist eine Schwellung, die Schmerzen und Harnkomplikationen verursacht und in der Regel durch bakterielle Infektionen verursacht wird. Chronische, nicht bakterielle Entzündungen stehen jedoch auch im Zusammenhang mit Lebensstilfaktoren, insbesondere hormonellen Ungleichgewichten und Überreizung. Oxidative Schäden. Freie Radikale in Ihrem Körper sind instabile Moleküle, die die DNA schädigen und zur Entstehung vieler Krankheiten beitragen, darunter auch Prostatakrebs. Eine gesunde Ernährung spielt eine entscheidende Rolle bei der Beseitigung dieser Risiken, da sie Antioxidantien liefert, die diese Moleküle bekämpfen. Die 5 Früchte, über die wir jetzt sprechen werden, enthalten natürliche Verbindungen, die direkt auf freie Radikale, hormonelle Ungleichgewichte und Zellvermehrung abzielen, die die Hauptursachen für Prostatakrebs und Entzündungen sind. Erstens: Wassermelone, Schutzschild gegen Prostatakrebs. Wassermelonen bestehen nicht nur zu 90% aus Wasser, sondern liefern auch eines der wichtigsten Antioxidantien im Kampf gegen Prostatakrebs. Schutzmechanismus. Die rote Farbe der Wassermelone stammt von Lycopin. Dieses Antioxidant schützt die Zellen vor Schäden durch freie Radikale. Eine in der Fachzeitschrift Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention veröffentlichte Studie hat gezeigt, dass Männer, die regelmäßig lycopinreiche Lebensmittel wie Wassermelonen zu sich nehmen, ein geringeres Risiko für Prostatakrebs haben. Hydratation und Durchblutung. Der hohe Wassergehalt der Wassermelone, über 90%, ist wichtig für die ordnungsgemäße Funktion der Harnwege und eine ausreichende Hydratation. Dies hilft insbesondere bei der Linderung von BPH und Prostatitis-Symptomen. Vorteile für die Durchblutung. Wassermelonen enthalten Verbindungen wie Citrullin und Arginin. Arginin verbessert die Durchblutung und die Herz-Kreislauf-Gesundheit, was für die Gesundheit der Prostata wichtig ist. 2. Granatapfel.
Entzündungshemmer und Tumorhemmer. Der Granatapfel übertrifft mit seiner antioxidativen Kraft alle seine Konkurrenten und hat insbesondere eine starke Wirkung auf Entzündungen. Antioxidative Überlegenheit. Granatapfelsaft enthält 3-mal mehr Antioxidantien als Rotwein oder grüner Tee. Diese Verbindungen reduzieren Entzündungen, die bei Erkrankungen wie Prostatitis kritisch sind, schnell. Apoptotische Wirkung. Granatapfel hat zellwachstumshemmende und apoptotische Eigenschaften, was bedeutet, dass er beschädigte Krebszellen auf natürliche Weise zum Absterben bringen kann. Studien zeigen, dass Granatapfel das Fortschreiten von Prostatakrebs verlangsamen oder verhindern kann. Inhalt: Granatapfelkerne und Schalen sind reich an starken Verbindungen wie Tanninen, Polyphenolen und Flavonoiden. Außerdem ist ihr Gehalt an löslichen Ballaststoffen indirekt vorteilhaft für die Darmgesundheit. Empfehlung: Um die Vorteile zu maximieren, wird empfohlen, täglich 150 bis 200 Gramm Granatapfelkerne zu verzehren. 3. Avocado, Hormonausgleicher und Wachstumshemmer. Avocados sind mit ihrem hohen Gehalt an gesunden Fetten, 23% Fett, einzigartig unter den Früchten und wirken direkt auf das Prostatawachstum. Hemmung des Tumorwachstums. Avocados enthalten einen Wirkstoff, der das Wachstum von Prostatatumorzellen um bis zu 60% hemmen kann. Die Kraft des Luteins. Avocados enthalten Lutein, ein starkes Carotinoid, das das Zellwachstum um 25% reduziert. Die Studie von Dr. Michael Greger hat gezeigt, dass der Verzehr von Avocados das Risiko für Prostatakrebs um 50% senken kann. Avocados sind die Früchte mit dem höchsten Gehalt an Lutein, einem für die Gesundheit der Prostata wichtigen Nährstoff, der in keiner anderen Frucht vorkommt. Testosteron und Gleichgewicht. Dank ihrer gesunden Fette und ihres Vitamin B6-Gehalts unterstützen Avocados die Produktion von Testosteron, das für die Gesundheit von Männern wichtig ist. Die Aufrechterhaltung des hormonellen Gleichgewichts ist entscheidend für die Vorbeugung von BPH und Entzündungen. 4. Tomaten. Das Wunder des gekochten Lycopins. Tomaten gehören zu den wichtigsten Lebensmitteln, die zur Vorbeugung von Prostatakrebs beitragen können. Schutzmechanismus? Lycopin, das den Tomaten ihre rote Farbe verleiht, schützt die Zellen vor Schäden und verhindert die Vermehrung von Tumorzellen. Außerdem hilft es, die Entwicklung von BHP zu verhindern und zu verzögern. Das Geheimnis des Kochens. Das überraschendste Geheimnis des Tomatenkonsums liegt in der Hitze. Gekochte Tomaten sind eines der besten Lebensmittel, um Lycopin aufzunehmen, da die Hitze die Zellstruktur dieses Nährstoffs öffnet und so seine Freisetzung fördert. Erhöhung der Aufnahme? Die Aufnahme von Lycopin im Darm wird erhöht, wenn es mit gesunden Fetten wie Olivenöl kombiniert wird. Daher kann man sagen, dass gekochte Tomatensoßen oder Pürees wirksamer sind als die Verwendung frischer Tomaten in Salaten. 5. Birne. Entgiftungsmittel und Darmschutz. Die Birne wird traditionell mit der Heilung von Krankheiten wie Prostatitis in Verbindung gebracht. Pektin und Präbiotika. Birnen enthalten Antioxidantien, Flavonoide sowie Vitamin A und C. Ihr wertvollster Inhaltsstoff ist Pektin, ein löslicher Ballaststoff, der die Entgiftung des Körpers und die Regulierung der Darmfunktion unterstützt. Zusammenhang zwischen Darm und Prostata. Die Ballaststoffe in Birnen wirken als Präbiotika, die das Wachstum guter Bakterien im Darm fördern. Ein gesundes Verdauungssystem ist wichtig für die Gesundheit der Harnwege und der Prostata und kann zur Vorbeugung bakterieller Infektionen beitragen. Hydratation. Äpfel erleichtern mit ihrem hohen Wassergehalt, über 80%, die Verdauung und helfen, die Symptome von Harnwegs- und Prostatitis zu lindern. Um Ihre Prostata zu schützen, reicht es nicht aus, nur Obst zu essen. Sie sollten auch die chemische Belastung vermeiden, die Ihnen das System heimlich auferlegt. Entzündungsauslösende Fette und versteckter Zucker. Warnung von Kardiologen.
Prostatavergrößerung und Entzündung stehen in engem Zusammenhang mit Gefäßverstopfung und Entzündung. Die Kardiologen Dr. Weber und Dr. Martin warnen vor 3 Hauptfeinden, die die Arterien verstopfen und Entzündungen verstärken. Raffinierte Pflanzenöle. Diese Öle werden durch hohe Hitze und chemische Lösungsmittel oxidiert und instabil. Die Oxidation schädigt die innere Auskleidung der Blutgefäße um die Prostata, das sogenannte Endothel, und löst Entzündungen aus. Diese Entzündungen können zu einer Schwellung und Empfindlichkeit der Prostata führen. Diese Öle können die schützende Wirkung von Avocados und Granatäpfeln neutralisieren. Zuckerzusatz. Zucker führt nicht nur zu Gewichtszunahme. Ein hoher Blutzuckerspiegel schädigt Ihre Arterien wie Schleifpapier. Der Körper versucht, diese geschädigten Bereiche mit Cholesterin zu reparieren, was die Bildung von Plaque beschleunigt. Zucker verstärkt außerdem Entzündungen und erhöht das Risiko für Prostatitis, indem er das Immunsystem schwächt. Verarbeitetes Fleisch. Verarbeitetes Fleisch wie Salami, Wurst und Speck enthält viel Natrium, Nitrat und gesättigte Fette. Ein hoher Natriumgehalt erhöht das Blutvolumen, wodurch der Blutdruck steigt und die Gefäßwände verhärten. Nitrite können im Körper zu krebserregenden Nitrosaminen umgewandelt werden. Beeinträchtigung des Hormonhaushalts, Masturbationsanalyse. Selbst körperliche Aktivitäten beeinflussen den Hormonhaushalt und damit die Gesundheit der Prostata. Vorteile regelmäßiger Ejakulation? Studien legen nahe, dass regelmäßige Masturbation oder Geschlechtsverkehr das Risiko für Prostatakrebs senken, da dadurch Giftstoffe und potenziell krebserregende Substanzen aus der Prostata ausgeschieden werden. Gleichzeitig trägt sie zur Aufrechterhaltung der Prostatahygiene bei und senkt das Risiko einer Prostatitis. Risiko einer übermäßigen Erregung? Tägliche Masturbation hat auch mögliche Nachteile. Häufige Erregung kann zu einer vorübergehenden Schwellung, einem Völlegefühl oder Empfindlichkeit führen, indem sie den Blutfluss zur Prostata erhöht. Außerdem kann es zu hormonellen Schwankungen kommen, die die Prostata empfindlicher machen, und der ständige Produktions-Sekretionszyklus kann zu einer Ermüdung der Prostata führen. Dies kann zu Entzündungen wie Prostatitis oder vorübergehenden Veränderungen des Harnflusses führen. Der Schlüssel zum Gleichgewicht? Eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Flüssigkeitszufuhr und prostatafreundlichen Nährstoffen wie Zink, Selen und Omega-3-Fettsäuren ist von entscheidender Bedeutung, um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Anwendung und Kombinationstechniken in der Ernährung. Steigerung der Lycopin-Wirkung. Um die Aufnahme von Lycopin aus Tomaten und Wassermelonen zu maximieren, sollten Sie diese Früchte zusammen mit etwas Avocado oder nativen Olivenölextra verzehren. Denken Sie daran, dass gekochte Tomaten hinsichtlich ihres Lycopingehalts vorteilhafter sind. Optimierung der Avocadoaufnahme. Avocados enthalten gesunde Fette und Vitamin B6. Der tägliche Verzehr von etwa einem Drittel einer mittelgroßen Avocado ist gut für die Gesundheit der Prostata. Bekämpfung von Entzündungen. Nehmen Sie Granatäpfel in Ihre tägliche Ernährung auf. Dank ihres hohen Gehalts an Pektin und Antioxidantien bekämpfen sie Prostatitis. Ballaststoffe und Flüssigkeitszufuhr. Unterstützen Sie die Gesundheit Ihres Darms und Ihrer Harnwege mit ballaststoffreichen und wasserhaltigen Früchten wie Birnen und Wassermelonen. Vorbeugende Bewegung und Durchblutung. Besser als Gehen. Bewegungsmangel führt zu einer Ansammlung von Blut in den unteren Extremitäten und dem Beckenbereich, wodurch die Durchblutung im Bereich der Prostata beeinträchtigt und Entzündungen verstärkt werden. Wadenpumpen im Sitzen. Insbesondere für Menschen über 60 Jahre und Menschen mit Gelenkproblemen kann dies wirksamer sein als Gehen. Die Wadenmuskeln werden als zweites Herz bezeichnet und pumpen bei Kontraktion aktiv Blut zurück zum Herzen. Dies verhindert Blutansammlungen und Schwellungen im Beckenbereich. Anwendung: Heben Sie im Sitzen Ihre Fersen vom Boden ab, lassen Sie Ihre Zehenspitzen auf dem Boden, halten Sie diese Position 1 Sekunde lang und senken Sie dann die Fersen wieder ab. Heben Sie anschließend Ihre Zehenspitzen an, während Ihre Fersen auf dem Boden bleiben.
Wiederholen Sie diese Bewegung 20 Mal pro Stunde, während Sie Fernsehen oder lesen. Regelmäßige Besuche beim Urologen, insbesondere nach dem 50. Lebensjahr und bei Auftreten von Symptomen, sind regelmäßige Untersuchungen beim Urologen von entscheidender Bedeutung. Zu vermeidende Faktoren. Alkohol- und Tabakkonsum reizen das Verdauungs- und Harnsystem und erhöhen das Risiko für Prostataprobleme. Die Gefahren für Ihre Prostatagesundheit werden oft durch die gewinnorientierten Protokolle der Ärzte und das Schweigen der Industrie verschleiert. Sie haben gesehen, dass Narkosen das Risiko bleibender Hirnschäden bergen und dass selbst Routineuntersuchungen Komplikationen verursachen können. Diese Tracht befindet sich nun in Ihrer Obstschale in Ihrer Küche. Übernehmen Sie wieder die Kontrolle. Die 5-Fragen-Regel. Wenn es um Prostata-Untersuchungen oder BPH-Behandlungen geht, sollten Sie niemals blindlings zustimmen. Wenden Sie stets die 5-Fragen-Regel an, die sich aus unseren Analysen ergibt. 1. Was ist das spezifische Risiko dieser Untersuchung für jemanden in meinem Alter, 60+? Verlangen Sie konkrete Zahlen, keine allgemeinen Angaben. 2. Gibt es Alternativen zu diesem Eingriff, zum Beispiel Biopsie oder Medikamente? Fragen Sie, ob eine Umstellung der Ernährung und der Verzehr bestimmter Früchte ausreichend sind oder ob es weniger invasive Optionen gibt. 3. Erklären Sie mir, wie sich dieses Medikament oder diese Untersuchung auf meinen Hormonhaushalt oder meine Harnwege auswirkt, speziell in Bezug auf die Prostata. 4. Was passiert, wenn wir vorerst abwarten? Handelt es sich um einen Notfall? Geben Sie in nicht dringenden Fällen natürlichen Lösungen eine Chance. 5. Haben Sie oder Ihre Klinik einen finanziellen Vorteil von diesem Verfahren? Dies ist ein Appell an die Menschlichkeit und Ehrlichkeit des Arztes. Anwendungshinweis. Denken Sie daran, dass Sie Ihre Prostata unter Kontrolle haben. Mit natürlichen Waffen wie Avocado, Granatapfel, Wassermelone, Birne und gekochten Tomaten können Sie Entzündungen stoppen, das Risiko für Prostatakrebs senken und Ihre Lebensqualität verbessern. Nehmen Sie heute mindestens 3 dieser 5 Früchte in Ihren Speiseplan auf. Verzehren Sie sie mit Öl, Olivenöl oder Avocadoöl, um die Aufnahme von Lycopin zu erhöhen. Teilen Sie diese wichtigen Informationen mit Ihren Lieben, die an Prostataproblemen leiden und still vor sich hin leiden. Diese Informationen könnten Ihr Leben retten. Teilen Sie uns in den Kommentaren mit welcher Frucht beginnen Sie heute, um Ihre Prostata gesund zu halten? Avocado, Granatapfel oder Wassermelone? Stärken Sie unsere Gemeinschaft, indem Sie Ihre Antworten teilen. Bleiben Sie gesund, wachsam und stark. Hören Sie nicht mehr auf das System, Sie sind der beste Arzt für Ihren Körper.